Herzlich willkommen zurück zu Mafia in der Definitive Edition. Ja, wir haben hier so ein schönes Auto und es gibt da so einen gewissen Frank, der scheinbar sich mit den Büchern aus dem Staub macht. Das ist schlecht. Ups. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert V. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost and the nation. We will bring you more on the disaster and the Navy's search as we receive it. Thank you for listening. We return now to our scheduled programming. So, dann mal auf zu Biff. Vielleicht ist er ja hier oder er weiß was. Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay, danke. Gut, dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Immer ein Vergnügen, Tommy. FBI ist bestimmt eine super Sache. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turn defense in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven, or will the Cannon's towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. Tag. Ist alles okay, Tom? Go get 'em, boys! Spiel 7 der Gold Series von 1933 findet heute statt. Die Lost Heaven Lancers treten heute gegen die Empire Bay Cannons in der Armory an. Und ein Team wird sicherlich die Trophäe mit nach Hause nehmen. Nach einer heldenhaften Saison voller spannender Wendungen wird Kapitän Bunny Smith seine Männer aufs Spielfeld führen, um den ersten Sieg für die Lancers nach 2 Jahrzehnten in der Gold Series zu holen. Ja, viel Erfolg. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte.
Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein, hat er nicht. Tom, was ist los? So, was soll schon los sein? Der gute Frank hat sich aus dem Staub gemacht. Terror Tales gibt es auch noch. Das ist für viel ganze Sammelkram hier. Und weiter geht der Spaß. The coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elms, Graves, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Vielleicht erfahren wir ja noch, wer das Spiel gewinnt. So. Wo wird der Frank wohl am Ende auftauchen? Ich habe seine Vermutung. Aber erstmal gibt es hier eine Schnitzeljagd. Ist auch die Frage, wie weit steckt Frank noch drin, ne? Vielleicht hat er kalte Füße bekommen, als es hieß, das FBI ist da. Dann halt da möglichst glimpflich noch irgendwie rauszukommen. Ich meine, das ist ja genau das, was unser Typ hier ja auch am Ende tut. Alles an der Polizei verraten. Vielleicht sogar das FBI. Aber noch steckt er hier viel zu tief drin. Hier ist es wohl. Ist er ja. Der gute alte Frank. So, hier haben wir gedreht. Das ist nett, dass Zeig mir Sie diese Geschäftsbücher, Frank. nicht vorlassen. Turn now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier.
Both of these teams could be said to be entering golden eras. Wohin bringen sie mich Each team wohl? has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series. Muss zu Nor does he appear to irgendeinem be Treffen carrying the sein. weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. Smith remains cool under pressure, not a flicker of emotion on his face. He winds up. Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Ja, Frank? ja, der gute alte Flughafen, der will. Barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! And Smith finally cracks an elated smile. He's thrown his cap in the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series! Wupp. Ach, ich finde das aber auch schön, so diese Mündchen, die sich in das Radio hier reingesteckt haben. Und dass man dann diesen Zeitungsausschnitt findet, dass heute das Spiel ist und dann kann man es live im Radio hören. Das ist schon sehr cool. Ja, wieder ein leichtes Ruckeln leider jetzt, aber halt auch nur in der Aufnahme. Bisschen schade. Irgendwie kriegt er das manchmal nicht so gut hin. Aber wir sind ja gleich da. Da vorne ist schon der Flughafen. Und dann ist ja wieder alles tutti. Gott, sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Nee. Das ist wirklich nicht gut. Wer sind diese Leute? Das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. Ich finde heraus, wann Frank gebracht wird. Kann ja einfach so auf den Flughafen laufen? Ist doch gefährlich. Kann man jetzt nicht wieder in den Schleichmodus gehen hier? Kann ich gar nicht. Na gut. Müsste ich aber. Nee, der hat hier nichts verloren. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Ich weiß, wo er steckt. Habe ich überhaupt eine Waffe? Ja. Ah ja, klar. 10 Schuss. Nee, der hat hier nichts verloren.
Da würde ich mich verstecken. Tja. Nichts zu sehen. Jetzt muss ich mal gucken, aber man konnte doch schleichen. Aber es war jetzt weder C noch STRG. Alt hat jetzt eben auch nicht funktioniert. Schleichen. Ne, gibt's nicht, ne? Ne, gibt's nicht. Man kann nicht schleichen. Kann nur in Deckung gehen. Kann ich den leise ausschalten? Das wäre dann wieder die nächste Frage. Lasst ihn nicht durch! Nee. Ich kann ihn nur ins Gesicht schießen. Er ist hier! Er versteckt sich sicher noch. Nein, tut er nicht. Wir sollten es dort versuchen. Sind alle so Nahkampfwaffen hier. Bei ihm! Leider keine Pistole. Ich brauche Deckung! Vielleicht habe ich jetzt eine Pistole. Halt, Deckung. Deckung. Einmal außen rum. Deckung. Deckung. Bin leider auch ganz gut in Deckung. Ich muss halt ran. So. Den hätten wir. Da sind leider immer noch 2. Mit dem Körper. Ich brauche eine Waffe. Nicht unbedingt die. Jawohl. Ach, ich kann nur eine Waffe mitnehmen. Dann nehme ich, glaube ich, die hier. Wobei, jetzt nehmen wir den Revolver wegen mehr Schuss. Der ist hier. Ich sehe keinen, der hier ist. Mist, ich blute. Ja, Schießerei mit dem FBI klingt nach einer guten Idee, ne? Jetzt soll ich da ran. Deckung. Umstellt ihn! Machen wir. Und hinter mir ist aber irgendwie auch noch einer. Ich weiß nicht, ob er noch hinterherkommt oder nicht. Ah, da steht hinten irgendwo einer. Oh. Hier ist irgendwo noch einer. Da, so. Ah ja. Mhm. Das ist richtig. So, hole Frank auf dem Weg zum Hangar 5 ein. Ja, das Repetiergewehr. Ah, jetzt können wir sogar 2 Waffen haben. Okay, tot. Erstmal alles aufräumen. Ich weiß halt nicht, ob wir dann auch noch unter Zeitdruck stehen. Aber ich glaube, das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.